Hey, meine lieben Freunde, willkommen zurück. Wir sind wieder an der Aprilia dran. Beim letzten Mal haben wir das Motorrad von Kleberesten entfernt, sind umgezogen, haben es geputzt, Batterie haben wir ausgebaut und jetzt geht es endlich los mit der Demontage von den Seitenteilen vom Heck, also Verkleidung, bisschen nackig machen, die ersten Teile abmontieren. Ja, ich hoffe mal, dass es jetzt nochmal deutlich spannender wird. Für mich fängt jetzt auf jeden Fall der spaßige Teil an. Und ja, da würde ich sagen, nicht lang schnacken. Let's go! Oh, so ein Scheißding, ey. Oh, Hur. Okay, andersrum ging wesentlich leichter. So, alles in die Tüte rein. Und wir schreiben drauf. Oh, ey. So, neuer Stift, neues Glück. Windschutzscheibe wollen wir ja wiederfinden. Hier gerade alles schon für Dreck wieder rausfällt. Die nächsten zwei Schrauben sind hier und hier versteckt. Hier oben ist noch eine weitere Schraube versteckt. Und die erste Seitenverkleidung ist weg. Und so sieht das Ganze da drunter aus. Überall noch Grünzeug, aber sonst nichts weiter. Das heißt, wir hatten jetzt zuletzt 3 kleine Ingussschrauben, die oben versteckt lagen. 3 Kreuzschrauben, die vorne von innen verschraubt waren. Und 4 etwas größere Ingussschrauben, die ganz offensichtlich von der Seite die Verkleidung gehalten haben. So, die Schrauben werden natürlich auch wieder eingepackt. Rein da. Verkleidung links. 4-mal Inbus groß. 3-mal Inbus klein oben. Und 3-mal Kreuz vorne innen. So, dann weiß ich hinterher auch, was wozu gehört. Die erste Seitenverkleidung ist runter. Weiter geht's mit der anderen Seite. Hier auf der rechten Seite, habe ich gerade gesehen, gibt es noch eine Klappe, deswegen ist hier auch eine Schraube mehr. Mal gucken, was sich dahinter verbirgt. Zum Nachfüllen von der Kühlflüssigkeit. Kühlflüssigkeit und Ausgleichsbehälter. So. Auf jeder Seite der Verkleidung fehlt eine von diesen kleinen Inbusschrauben komplett, weil das hier abgerissen ist. Und das hier ist die Halterung von der Kanzelverkleidung. Da war hier die Schraube drin, ist zumindest da.
Die zweite Seitenverkleidung ist auch runter. Was mir dabei noch aufgefallen ist, hier vorne direkt am Scheinwerfer, da ist so ein kleiner Nupsi, sage ich jetzt mal. Und zwar hier dieses kleine Ding. Das hat das vorne noch ganz gut festgehalten. Das ist halt so eine, keine Ahnung wie die Dinger heißen. Kann die auf jeden Fall auseinanderziehen und dann klemmen die sich. Und was mir hier jetzt aufgefallen ist, hier ist die Halterung vom Scheinwerfer abgebrochen. Hier dieses Teil ist auf der anderen Seite noch am Scheinwerfer dran. Hier sieht man, so sieht das normalerweise aus. Da ist aber die Schraube rausgebrochen. Auch wenn auf beiden Seiten jetzt Teile vom Scheinwerfer da rausgebrochen sind, ist egal. Scheinwerfer muss eh neu, hat Halterungen gebrochen, Glas verkratzt und so weiter. Von daher alles im grünen Bereich. Auch die Schrauben wurden natürlich wieder eingetütet und beschriftet. Und ab zu den anderen. Beide Seitenverkleidungen sind ab. Als nächstes machen wir die Bugverkleidung. Okay, geht noch eine Verbindung, die hinter festhängt, die müssen wir noch lösen. Okay, die Schläuche gehen also von außen hier durch. Ich gehe mal rüber, da sieht man das besser. Das hier ist die Entlüftung vom Kühlwasser. Geht von außen hier durch und endet dann da unten drin einfach. Insgesamt haben wir hier 6 Schrauben, 5 sind gleich. Eine ist ein bisschen anders geformt. Und die eine, die etwas anders war quasi die Schraube, die hier direkt unterhalb von der Lichtmaschine sitzt, also quasi neben dem Hitzeblech vom Auspuff. Und die Beschriftung darf auch nicht fehlen, sonst weiß ich in ein paar Wochen nachher nicht mehr, was ist. Was geht ab? Wir machen weiter in Aprilia. Wir machen jetzt erstmal mit der Heckverkleidung weiter, damit wir sie so nackt wie möglich kriegen. Wir ziehen noch kurz die Demontage der Fußrasten hinten vor, dann haben wir die aus dem Weg, denn die brauchen wir sowieso nicht, weil, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, jemanden auf dem Motorrad mitzunehmen. Das ist so unbequem, auf einer Supersportler jemanden im Rücken sitzen zu haben. Von daher ab damit, aus dem Weg damit, optisch geiler und brauchen wir eh nicht. Also wenn man die Fußrasten rausgeholt hat, dann entstehen hier hinten so ziemlich blöde Löcher, sage ich jetzt mal. Dafür gibt es aber schöne Abdeckungen, habe ich schon online gesehen. Da werde ich eine bzw. 2 von holen, dass das da auch vernünftig abgedeckt ist und schick aussieht. Auch wenn man es eigentlich nicht sieht. Ich weiß nicht, wie gut man das hier sieht, aber hier ist eine Schraube, die hat eher einen flachen Kopf und eine, die hat eher so einen gewölbten Kopf. Und die mit dem gewölbten Kopf, die sitzt hier von unten dran und diese mit dem flacheren Kopf, die sitzt hier oben. Sieht dementsprechend so aus wie die Schrauben von der Verkleidung.
wir 3 verschiedene Typen von Schrauben. Die silberne Schraube, die war hier unten verschraubt, hier. Dann haben wir die 2 etwas dickeren schwarzen Schrauben, einen breiteren Kopf, die waren hier oben verschraubt. Und dann haben wir 2 mit einem kleineren Kopf, die waren hier ganz oben verschraubt. Und wieder alles ab in die Tüte, damit zusammen bleibt, was zusammengehört. In der Rückleuchte ist so eine kleine Stelle rausgebrochen. Das Stück habe ich aber noch hier. Das werden wir also kleben können. Für die kleine Ecke brauchen wir keine neue Rückleuchte. So, um den Kennzeichenhalter zu lösen, müssen wir erstmal hier das Kabel trennen. Das ist Schritt 1. So, und der zweite Schritt ist jetzt hier die 2 Schrauben lösen. Komischerweise sind das die ersten Schrauben, die ich hier mit Torx lösen muss. Also hier die 2 Schrauben werden mit einem 10er Schlüssel gekontert. Einfach von hier oben durchschieben, dann kann man den hier ansetzen und das reicht schon. So, die 2 Schrauben sind raus. Hier unten versteckt sich noch eine dritte, komischerweise wieder Inbus. Ach, leck mich am Arsch, da habe ich die tatsächlich rund gedreht. Also wie es aussieht, habe ich die Schraube rund gedreht, das heißt, jetzt wird es ein bisschen mehr Hand hier. 2 hours later. Ich hänge immer noch an der einen Schraube von dem Kennzeichenhalter. Die lässt sich nicht lösen. Ich vermute mal, dass der durch irgendeine Art Aufprall, Aufschlag, Auffahrt, was auch immer, ist der ein bisschen krumm geworden. Und dadurch ist die Schraube einfach festgebacken. Weil das Teil ist nämlich lose, wie man sieht, aber die Schraube lässt sich trotzdem nicht lösen. Ich werde das jetzt wohl mit ein bisschen Gewalt abmachen, in der Hoffnung, dass man so die Schraube dann lösen kann, wenn der Halter an sich schon mal weg ist. Also der Kennzeichenhalter ist ab, ein bisschen Gewalt hat geholfen, nur die Schraube geht trotzdem nicht ab. Muss ich mal gucken, ob ich dann als nächstes da vielleicht einen Schlitz reinflexe, dass man dann richtig Pack an hat, um den Rest zu lösen. Gucken wir mal. Für heute war es das auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat das Video bis hierhin gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, abonniert gerne den Kanal und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Let's go.